Hey, ich bin Jordan und ich zeige dir heute, wie gute Teamkommunikation die Zufriedenheit deiner Mitarbeiter steigern kann. In der hektischen Welt der Gastronomie führt fehlende Kommunikation mit dem Team häufig zu einem angespannten Arbeitsumfeld, einer erhöhten Fehlerquote sowie zu Frustration bei den Mitarbeitern. Dabei kannst du durch eine bessere Kommunikation nicht nur die Stimmung im Team verbessern, sondern auch die Zahl der Krankheitstage reduzieren und eine stärkere Mitarbeiterbindung erzielen. Eine gute Arbeitsatmosphäre wirkt sich außerdem positiv auf die Gäste aus und macht dein Unternehmen interessant für neue Mitarbeiter. Doch was musst du beachten bei der Teamkommunikation? Wer mehr Fokus auf die Kommunikation mit seinem Team legen möchte, hat häufig intuitiv den Vorsatz, mehr Informationen an seine Mitarbeiter weiterzugeben. Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass Kommunikation immer in beide Richtungen verläuft. Besonders in stressigen Phasen wird zu oft vergessen, dass das Zuhören vielleicht sogar der wichtigere Teil der Kommunikation ist. Aber warum ist es so wichtig, dass du deine Mitarbeiter gut kennst und eine vertrauensvolle Beziehung zu ihnen aufbaust? Durch ehrliches Interesse an jedem Einzelnen erfährst du, welche Bedürfnisse und Erwartungen sie haben und wie du dich für deine Mitarbeiter mehr begeistern kannst. Natürlich ist es auch wichtig, Informationen an das Team weiterzugeben. Mit einer offenen Kommunikation der Unternehmensziele gibst du eine gewisse Richtung vor und schaffst Effizienz. Änderungen des eigenen Speise- und Getränkeangebots sowie Feedback der Gäste solltest du möglichst ohne Verzögerung an die Mitarbeiter weitergeben. Auch Unstimmigkeiten im Team solltest du so schnell wie möglich aus dem Weg räumen. Insbesondere bei Neuerungen auf der Speise- und Getränkekarte ist es am besten, die neuen Produkte mit allen Sinnen wahrzunehmen. Je mehr Sinne angesprochen werden, umso besser ist das Erinnerungsvermögen. Dann kennt der Mitarbeiter das Gericht selbst, es ist für ihn auch selbst einfacher, es zu verkaufen. Du kannst Informationen auf verschiedenen Wegen weitergeben. Das persönliche Gespräch ist in den meisten Situationen die beste Wahl, insbesondere wenn es um das Ansprechen von Fehlern oder Problemen geht. So kannst du ideal auf die Situation der Mitarbeiter eingehen und Unklarheiten beseitigen. Grundsätzlich solltest du niemals einen Mitarbeiter öffentlich für einen Fehler verantwortlich machen und bloßstellen. Der größte Vorteil von Gruppenchats, wie beispielsweise WhatsApp, ist, dass du wichtige Informationen schnell an das gesamte Team weitergeben kannst. Ob die Mitarbeiter die Nachrichten tatsächlich aufmerksam lesen oder einfach wegklicken, ist jedoch nicht nachvollziehbar. Keinesfalls sollten Gruppenchats als Kanal für negatives Feedback genutzt werden. Dabei wird der Teamzusammenhalt gefährdet und unnötig schlechte Stimmung verbreitet. Vielmehr sollte es ein Kanal für sachliche, positive und lustige Nachrichten sein. Zu einer guten Kommunikation mit dem Team gehört es auch in regelmäßigen Abständen Feedback einzuholen und Feedback zu geben. Besonders jüngere Mitarbeiter wünschen sich häufig Feedback. Sie werden täglich vor unendlich vielen Wahlmöglichkeiten gestellt und das quasi in jedem Lebensbereich. Dadurch entsteht häufig eine Unsicherheit, ob die getroffene Entscheidung für die Arbeitsstelle die richtige war. Was ist grundsätzlich beim Feedbackgeben wichtig? Die Erwartungen und Kriterien einer Bewertung solltest du im Vorhinein im Team besprechen. Auf dieser Basis kannst du eine sachliche Einschätzung abgeben. Außerdem sollten neue Ziele festgelegt und Erwartungen besprochen werden. Der Mitarbeiter sollte das Gespräch mit einem besseren Gefühl verlassen, als er gekommen ist. Die Kommunikation im Team und mit dem Team schafft den Rahmen dafür, wie sehr sich die einzelnen Teammitglieder integriert und wohlfühlen. Das Maß an Aufmerksamkeit und Anerkennung, das einem Mitarbeiter entgegengebracht wird, hat positive Auswirkungen auf die Produktivität und trägt maßgeblich dazu bei, wie lange ein Mitarbeiter im Team bleibt. Es lohnt sich also, den Fokus auf eine gute Teamkommunikation zu legen. Das waren unsere Tipps und Tricks dieser Woche. Möchtest du jetzt noch auf den Laufenden zu Themen in deiner Branche bleiben? Besuche unseren Blog auf dish.co. Über dein Feedback zu unserem Video freuen wir uns sehr. Sei es ein Daumen nach oben oder ein Kommentar darüber, wie sehr dir das Video gefallen hat. Um keine weiteren Videos rund um Gastronomie und Digitalisierung zu verpassen, abonniere unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.